Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Anne Gellinek. Guten Abend. Über 200 Familien in Israel bangen noch immer um ihre Kinder, Töchter, Schwestern, Söhne, Großväter, Babys. Seit Samstag vor 2 Wochen werden sie vermutlich als Geiseln von Hamas-Terroristen in Gaza festgehalten. Die Angehörigen klagen, dass sie zu wenig Informationen von Armee und Regierung bekommen. Manche durchsuchten selbst stundenlang die Social-Media-Kanäle der Hamas und fanden dort schreckliche Gewissheit. Der israelische Regisseur Ari Folman beschloss zu handeln und gründete das Projekt Bring Them Home Now, bringt sie jetzt nach Hause. Sein Team führte Interviews mit den noch immer geschockten Familien der Verschleppten. Christat Leplep berichtet. Wir sind die Eltern von Inba Heyman, die nach Gaza entführt wurde. Ich wusste, sie ging zu einer Party. Natürlich wusste ich nicht, dass sie im Süden war. Ich konnte den Zusammenhang erst herstellen, nachdem wir es im Fernsehen gesehen haben. Dann, so gegen 12 Uhr, öffne ich Ronnys Facebook-Seite und ich sehe in seiner Story einen abscheulichen Terroristen, der in die Kamera lächelt und irgendwas auf Arabisch sagt. In dem Moment breche ich zusammen. Sie unterrichtete 20 Jahre lang in der Grundschule. Ich bin sicher, wenn es dort Kinder in der Nähe gibt, sie ihnen Kekse backt, ihnen zu trinken gibt und sich um sie kümmert. Denn das war sie. Bringt sie jetzt nach Hause. 50 Schicksale stellvertretend für die über 200 Geiselopfer. Erzählt von Angehörigen, zusammengestellt von israelischen Filmemachern. Keine Staatspropaganda, eine private Initiative von Regisseurinnen wie Yael Ruveni mit Geschichten, die einfach nicht vergessen werden können und sollen. Diese Leute haben für lange Zeit nach dem 7. Oktober kaum Aufmerksamkeit von unserer Regierung bekommen. Unsere Aktion ist zivilgesellschaftlich gemeint, als engagierte Bürger. Es sind Menschen wie du und ich, mitten aus dem Leben gerissen, erzählen die Filmemacher. Kinder, Töchter und Söhne, Eltern, Hochbetagte. Die älteste ist 84 Jahre alt. Alle Geschichten haben eines gemeinsam. Es ist ein Anruf oder eine Nachricht, die alles verändert. Eine geliebte Person ist verschleppt worden. Ich denke, die wichtigste Sache ist unsere Botschaft, die Geiselfrage von der Militäroperation zu trennen. Wir wollen immer wieder an das ungelöste Geiselproblem erinnern. Ich denke, das Zeitfenster geht bald zu, um noch die Chance zu haben, sie zurückzuholen. Folman ist einer der renommiertesten Regisseure Israels. In seinem Drama Waltz with Bashir beschreibt er das Nahost-Dilemma von Krieg und Gewalt. Jetzt setzt sich Folman mit etwa 50 Filmkollegen für das Schicksal der Geiseln ein. Ich hoffe wirklich, dass dies nicht unser 11. September ist. Ich hoffe, das ist ein Weckruf für die vernünftigen, säkularen und rationalen Menschen dieser Region, die Sache wieder unter Kontrolle zu bringen und sie nicht den religiösen, verrückten Fanatikern zu überlassen. Auf beiden Seiten. Hiermit wende ich mich an die israelische, an die deutsche und alle Regierungen der ganzen Welt. Gebt mir meine Schwester zurück. Es kommt nicht oft vor, dass der Bundespräsident samt Regierung, Opposition, Kirchen und Verbänden zu einer Demonstration aufruft. Die Kundgebung sollte ein Zeichen sein, ein lang ersehntes Zeichen dafür, dass Deutschland nicht nur in Worten, sondern ganz konkret auf 2 Beinen und zu Tausenden an der Seite Israels steht. Nach dem Motto: Nie wieder ist jetzt. Der Bundeskanzler war nicht dabei. Er eröffnete am Morgen in Dessau den ersten Neubau einer Synagoge in Deutschland seit dem Holocaust. Auch das ein Zeichen. Stefan Merseburger berichtet aus Berlin. Mindestens 10.000 sind gekommen. Sie wollen Solidarität zeigen mit Israel und ein Zeichen setzen gegen den brutalen Terror der Hamas. Auch der Hass auf Juden in Deutschland besorgt sie. Wir sind aus Hamburg gekommen, also meine Freundin und ich, weil ich das erschreckend finde, in welcher Art und Weise ein Antisemitismus hier auf einmal zum Vorschein kommt.
weltweit, aber auch hier bei uns in Deutschland. Wenn Menschen hier nicht auf der Straße spazieren gehen können und sich nicht trauen können, eine Kippa zu tragen, wo sind wir denn da gelandet? Also, und das ist ja nicht erst seit heute. Also das ist furchtbar. Diese barbarischen Abschlachtungen, die jetzt geschehen sind, die kann man nicht gutheißen. Also es ist ganz grausam. Da fehlen auch die Worte. Ein breites Bündnis aus Parteien, Zivilgesellschaft, Kirchen und Gewerkschaften hatte zur Kundgebung aufgerufen. Jüdisches Leben zu schützen, auch das ist unsere besondere Verantwortung und unser Auftrag aus der Geschichte. Er ist eingeschrieben in das Fundament, auf dem unsere Demokratie gebaut ist. Der Schutz jüdischen Lebens ist Staatsaufgabe, aber er ist auch Bürgerpflicht. Jawohl. Für die Zivilisten in Gaza wurden humanitäre Hilfe und Korridore gefordert. Von den deutschen muslimischen Verbänden war lediglich die liberale Alhambra-Gesellschaft eingeladen. Die muslimische Community ist sehr, sehr vielfältig. Es gibt sehr problematische Akteure, es gibt islamistische Akteure, die insbesondere auch über die sozialen Medien die momentane Situation propagandistisch ausschlachten. Und auf der anderen Seite haben wir die großen Moscheeverbände, die leider wieder mal demonstriert haben, dass sie keine klare Haltung haben. Wo sind unsere Eltern, unsere Brüder, unsere Schwestern? Sie fragen nach den Entführten. Ronny Romans Schwester ist Geisel der Hamas und hat heute Geburtstag. Noch gibt es Hoffnung für die Verschleppten, aber sicher ist auch, eine Eskalation des Krieges steht bevor. Wenn die Bodenoffensive beginnen wird, müssen all diejenigen, die sich heute solidarisch zeigen, auch solidarisch bleiben. Kerzen am Bebelplatz, um der Geiseln und der getöteten Israelis zu gedenken. Es war ein Tag der Verbundenheit. Der Krieg wird diese Verbundenheit noch auf harte Proben stellen. Der Westen also versucht, Israel zu unterstützen, moralisch und auch ganz konkret. Die USA kündigten heute an, ihre militärische Präsenz im Nahen Osten zu verstärken. Nach 2 Flugzeugträgern soll jetzt auch ein Raketenabwehrsysteme und Patriot-Raketen in der Region stationiert werden. Die Botschaft an die libanesische Hisbollah und den Iran ist simpel: Mischt euch nicht ein. Unterdessen gab es weitere militärische Scharmützel im Norden Israels an der Grenze zum Libanon. Und auch im Westjordanland wächst die Spannung. Luc Walpott berichtet aus Israel. Israel hat am Wochenende seine Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen weiter verstärkt. Mehrere Gebäude wurden dabei getroffen. Nach palästinensischen Angaben sind in den letzten 2 Wochen mehr als 4000 Bewohner ums Leben gekommen. Israels Armee erklärte, sie nehme nur Hamas-Stellungen unter Beschuss. Dutzende Terroristen wurden getötet, darunter auch ein Befehlshaber der Hamas-Raketeneinheit. Israels Armee rief erneut alle Bewohner aus Gaza-Stadt auf, sich in den Süden des Gebietes in Sicherheit zu bringen. Die Versorgung der vielen Verwundeten in den Krankenhäusern wird zunehmend schwierig, da neben Medikamenten auch Treibstoff für die Generatoren fehlt. Im Süden des Gazastreifens versuchen Flüchtlinge so gut es geht, sich in der Not zu organisieren, wie diese Mutter mit 5 Kindern. Seit heute früh wollte ich eigentlich Brot backen für die Kinder, aber wir mussten erst mal lange nach Mehl suchen. Es gibt fast nichts mehr. Es ist traurig, überall Zerstörung, überall Krieg. Hilfslieferungen rollten auch heute wieder aus Ägypten Richtung Gaza, konnten aber zunächst nicht entladen werden, weil eine israelische Granate nahe des Grenzübergangs einschlug. Israels Armee sprach von einem bedauerlichen Versehen. Am Abend sollen die 17 Lastwagen doch noch entladen werden. Aus der Luft griff die Armee heute auch eine Moschee im Flüchtlingslager Jenin im Westjordanland an. Dort habe sich ein unterirdischer Terrorkomplex von Hamas und des islamischen Dschihad befunden, heißt es. Diese Moschee in Jenin war ein Versteck für Terroristen, die einen Anschlag auf israelische Bürger geplant haben. Das haben wir verhindert.
An der Grenze zum Libanon gab es auch heute wieder Artillerieangriff der libanesischen Hisbollah. Weitere 14 israelische Dörfer wurden evakuiert. Regierungschef Netanyahu auf Truppenbesuch warnte Hisbollah vor einem Krieg. Das, so Netanyahu, wäre ein schwerer Fehler. Aus Tel Aviv ist uns jetzt Moshe Zimmermann zugeschaltet. Er hat an der Hebräischen Universität von Jerusalem deutsche Geschichte gelehrt. Guten Abend nach Tel Aviv. Guten Abend nach Mainz. Wir haben die Sendung begonnen mit dem Schicksal der Verschleppten und ihrer Familien. Das ist ja für Israel ein grauenhaftes Dilemma. Einerseits die über 200 Geiseln zu befreien, andererseits die Hamas zerschlagen zu wollen und die Zivilbevölkerung noch zu schützen. Was ist eigentlich das Wichtigste? Das Wichtigste ist, wenn man moralisch denkt, die Geiseln zu befreien. Israel hat eigentlich diese Bevölkerung neben dem Gazastreifen verraten, vergessen. Und es ist jetzt mindestens die erste Aufgabe, die wichtigste Aufgabe, so viele Geiseln wie möglich wieder zurück nach Hause zu holen. Erst dann kommen die anderen Aufgaben dieser Regierung. Ich weiß nicht, ob alle meiner Meinung sind, das ist meine Meinung. Aber das würde ja heißen, dass die Bodenoffensive eigentlich jetzt noch nicht beginnen darf, oder? Es könnte sein, dass man mit Hilfe der Bodenoffensive Geiseln befreien will. Das ist eine militärische Frage. Ich kann die nicht beantworten. Aber es scheint so zu sein, dass die Befreiung zuerst kommen muss, bevor die Offensive beginnt, weil die Offensive wahrscheinlich dazu führt, dass auch Geiseln getötet werden. Wie ist denn die Diskussion in Israel? Also klar, die Angehörigen der Geisel sind natürlich gegen den Beginn der Bodenoffensive. Viele Familien haben ja auch Söhne und Töchter in der Armee. Und dennoch hören wir immer in Meinungsumfragen, dass eigentlich die meisten Israelis sagen, das ist ein Krieg, den müssen wir jetzt führen, auch wenn er blutig wird. Okay, die israelische Bevölkerung ist hitzköpfig, ganz bestimmt nach dem, was am 7. Oktober passierte. Also der Wunsch nach Vergeltung oder nach einer neuen Ordnung ist besonders stark und deswegen sind sehr viele bereit, sogar die Geiseln an zweite Stelle zu stellen. Das ist eine Stimmung, die typisch ist für die Israelis. Immer wieder, wenn man angegriffen wird, ist der erste Wunsch eben nach einem militärischen Schlag. Das ist jetzt umso mehr so, weil die Erniedrigung und weil das, was dort passierte, das Massaker, die Leute ins Herz trifft. Es scheint ja in diesem Krieg zwischen Israelis und Palästinensern auf beiden Seiten kaum möglich zu sein, sich jeweils in die Lage des anderen zu versetzen. Natürlich ist es jetzt für Israel noch schwieriger nach dem brutalen Angriff, aber gibt es eigentlich Stimmen in Ihrem Land, die auch das Leid in Gaza sehen und kritisieren? Selbstverständlich gibt es solche Stimmen. Die Israelis sind empfindlich genug oder viele in Israel sind empfindlich genug, um selbstverständlich sich damit zu befassen, wie das Schicksal der armen Palästinenser in Gaza ist. Aber die Priorität liegt bei den eigenen Opfern, bei den eigenen Geiseln. Also das steht als allererste auf der Tagesordnung und das andere an der zweiten Stelle. Man kann auch nicht von einer solchen Gesellschaft wie die israelische Gesellschaft erwarten, dass sie sehr viel oder viel zu viel sich um die Leiden der Feinde kümmern, weil eben das Leid der eigenen Bevölkerung, das haben wir am 7. Oktober gesehen, so groß ist, präzedentlos ist. Ein Pogrom in Israel, das ist etwas, womit man sehr schwer hier leben kann. Angenommen, es würde gelingen, in einer Bodenoffensive die Hamas auszuschalten. Welches Szenario sehen Sie danach für den Gazastreifen? Was müsste dort passieren? Was müsste passieren, ist selbstverständlich eine internationale Intervention, eine internationale Initiative, um dort eine neue palästinensische Regierung zu installieren. Das ist selbstverständlich etwas, was schwer machbar ist, ganz bestimmt jetzt viel schwieriger als noch vor 10 oder 20 oder 30 Jahren. Aber das ist der Weg aus. Also eine israelische Herrschaft im Gazastreifen muss man ausschließen. Eine Rückkehr der Hamas will man auch ausschließen.
Da muss eine andere palästinensische Regierung her, unterstützt von der internationalen Gemeinschaft. Das ist die große Aufgabe der internationalen Gemeinschaft im Moment. Die internationale Gemeinschaft, die bisher zu solchen Aufgaben nicht in der Lage war. Danke, Moshe Zimmermann war das, emeritierter Professor für Deutsche Geschichte. Herzlichen Dank für das Gespräch nach Tel Aviv. Vielen Dank. Das Gespräch haben wir genau so vor einer Stunde aufgezeichnet. Und wir machen hier weiter mit den Nachrichten und mit Heinz Wolf. Und da geht es zunächst um Innenpolitik. Ja, der CDU-Vorsitzende Merz hat sich in der Migrationsdebatte dafür ausgesprochen, die Integration neben dem Bekenntnis zum Grundgesetz an eine feste Zusage an das Existenzrecht Israels zu binden. Wer das nicht unterschreibe, habe in Deutschland nichts zu suchen, sagte Merz in der ZDF-Sendung Berlin direkt. Dass man spätestens jetzt genauer hinschauen müsse, wer da kommt, sei nicht mehr bestreitbar, so Merz weiter. Der linke Co-Vorsitzende Schirdewan hat Konsequenzen angekündigt, als Reaktion auf die Pläne von Sarah Wagenknecht, morgen die Gründung eines Vereins bekannt zu geben, der Vorbereitung einer neuen Partei dienen soll. Schirdewan sagte dem ZDF, es sei klar, dass die sich an der Bildung einer Konkurrenzpartei beteiligen, in der Linkspartei nichts mehr zu suchen hätten. Er verwies etwa auf die Möglichkeit, Mitgliedsrechte zu entziehen, die Mitgliedschaft aufzuheben. Deutschland sichert der Ukraine weitere Unterstützung zu. 200 Millionen € sollen für Bildung, Gesundheitsversorgung, Trinkwasser und den Wiederaufbau bereitgestellt werden, so Entwicklungsstaatssekretär Flassbart, der diese Woche in der Ukraine war. Bei einem russischen Raketenangriff sind in Charkiw am Samstagabend 6 Menschen getötet und mindestens 16 verletzt worden, melden ukrainische Behörden. Eine russische Rakete habe ein Postverteilungszentrum getroffen. In Iran ist die 16-jährige Armita Gerevant, die nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit Sittenwächtern ins Koma gefallen war, offenbar für Hirntod erklärt worden, das berichten iranische Medien. Menschenrechtsgruppen hatten Anfang Oktober erklärt, Gerevant sei in der Teheraner U-Bahn bei einer Auseinandersetzung mit Kontrolleuren wegen Verschleierungsvorschriften verletzt worden und ins Koma gefallen. Ein Gericht in Teheran hat 2 preisgekrönte Journalistinnen im Zusammenhang mit den landesweiten Protesten zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Elahe Mohammedi und Niloufar Hamedi wurden Zusammenarbeit mit den USA und Verstöße gegen die nationale Sicherheit vorgeworfen. Die UNESCO hatte beide mit dem Pressefreiheitspreis ausgezeichnet. Bei der Nationalratswahl in der Schweiz zeichnet sich ein Wahlsieg der Schweizerischen Volkspartei ab. Ersten Hochrechnungen zufolge bleibt die nationalkonservative SVP stärkste Kraft mit leichten Zugewinnen. Auf Platz 2 folgten demnach mit deutlichem Abstand die Sozialdemokraten. Dominierendes Thema im Wahlkampf war die Migration. Mit einem Erfolg der Rechtspopulisten war gerechnet worden. Noch ist nicht aufgearbeitet, wie es der Hamas gelingen konnte, einen so überraschenden und minutiös geplanten Angriff auf Israel durchzuführen. Aber eins ist klar, die Hamas operiert nicht mehr wie früher mit Selbstmordattentätern und Raketen Marke Eigenbau, sondern die Terrortruppe ist inzwischen professionell trainiert und ausgerüstet. Auch 2 Wochen nach dem Beginn der israelischen Luftschläge auf Gaza kommt noch immer Raketenbeschuss von Stellungen der Hamas. Kamran Safarian ist der Frage nachgegangen, woher die Geldströme der Terrormiliz kommen. Sie gilt als eine der reichsten Terrorgruppen der Welt, die Hamas. Laut US-Finanzministerium besitzt sie mindestens $500 Millionen. Wie auf diesem Propagandavideo zu sehen ist, kann die Hamas auf ausgefeilte Technik und ein riesiges Waffenarsenal zurückgreifen. Doch wie kommt die Hamas an Geld? Wie finanziert sie sich? Die Hamas hat ein recht verzweigtes Finanzsystem. Man darf nicht vergessen, die Hamas ist natürlich im Gazastreifen quasi die Regierung. Das heißt, sie nimmt dort auch Steuern ein. Sie erhebt auch Zölle, zum Beispiel auf Leute, die nach Ägypten fahren oder Dinge zurückbringen, durch die Tunnel auch. Die Hamas hat ja ein verzweigtes Tunnelsystem. Ein Tunnelsystem, das der Hamas als Einnahmequelle dient und auch als Einfallstor für den Schmuggel von Geld und Gütern für die Hamas-Führung.
Dieses Tunnelsystem, das ist ja geschätzt 400 Kilometer lang, also so groß wie die Londoner U-Bahn. Besteht aus sehr rudimentären Tunneln, wo nur ein Kämpfer durch kann, aber eben auch sehr raffinierten Tunneln, wo ganze Autos transportiert werden können, natürlich auch Kämpfer, Waffen und andere Güter, auch Luxusgüter. Und auf all das erhebt die Hamas Steuern. Die Hamas zapft unterschiedlichste Geldquellen an, Spendenaufrufe über die sozialen Medien, Kryptowährung und Gelder, die als Hilfsgelder getarnt nach Gaza gelangen. Weltweit gibt es Organisationen, Hilfsvereine, die nach Gaza Geld schicken, auf ganz unterschiedlichen Wegen. Da kann das Hawala-System eine Rolle spielen, wo man also irgendwo in Berlin-Neukölln einzahlt und das Geld dann mit einer Nummer oder einem Codewort in Gaza abholen kann. Da spielt Bitcoin wohl mittlerweile eine Rolle. Wichtig ist aber, dass wir nicht so genau wissen, wie viel Geld auf diese Weise an die Hamas gelangt. Hinzu kommt, Organisationen und Staaten wie Iran, die Muslimbrüder oder Katar gelten als Hauptsponsoren der Hamas. Wieso werden die Geldströme nicht unterbunden? Die Hamas ist natürlich für uns eine Terrororganisation, für Israel sowieso. Aber in vielen arabischen Ländern ist die Hamas nicht verboten, ist keine Terrororganisation. Das heißt, sie kann sich dort nach wie vor organisieren, sie kann eine legale Repräsentanz aufrechterhalten und sie kann sogar Bankkonten haben und Geld transferieren. Und so werden wohl weiter Gelder an die Hamas fließen und weiter Terror finanzieren. Und hier gibt es jetzt weitere Nachrichten mit Heinz Wolf. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will es für Eltern künftig einfacher machen, Kinderkrankengeld in Anspruch zu nehmen. Sie sollten nicht mehr am ersten Tag, an dem das Kind krank ist, zum Arzt müssen. Das sei unsinnige Bürokratie, sagte Lauterbach der Bild am Sonntag. Der Arztbesuch sollte nach diesem Vorschlag erst ab dem 4. Tag notwendig werden. Zur Frage, wann das gelten solle, sagte Lauterbach, am besten noch in dieser Wintererkältungssaison. Zu den beiden Sonntagsspielen in der Fußball-Bundesliga. Der 1. FC Köln hat gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen, 3:1. Und Heidenheim hat 2:5 gegen Augsburg verloren. Das Pergamon-Museum in Berlin hatte heute zum vorerst letzten Mal geöffnet. Ab morgen wird es für umfangreiche Sanierungsarbeiten für mehrere Jahre geschlossen. Bedeutende Objekte sollen währenddessen in anderen Berliner Museen zu sehen sein. In 4 Jahren soll der Saal mit dem Pergamon-Altar wieder eröffnet werden. Andere Museumsteile erst im Jahr 2037. Der Mann ist Optimist. Anders lässt sich sein Leben nicht erklären. Schreiben, so sagt er, ist ein optimistischer Akt. Man geht davon aus, dass es später jemand liest. Salman Rushdie kann sich nur unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen bewegen, seit der iranische Ayatollah Khomeini vor fast 35 Jahren zu seiner Ermordung aufrief. Grund war sein Buch Die satanischen Verse. Rushdie muss sich seitdem zwar verstecken, verstummte aber nicht. Er schrieb weiter gegen Extremisten von rechts und von links, für die Meinungsfreiheit, ohne sich dabei je von Islamfeinden vereinnahmen zu lassen. Und Rushdie ist ein großartiger Schriftsteller. Dafür und für seine Unbeugsamkeit bekam er heute den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Peter Theisen war dabei. Gefeiert wird Salman Rushdie heute in der Paulskirche als großer Kämpfer für die Freiheit des Wortes, gegen Einschüchterung, egal ob durch Islamisten oder den Mob im Netz. Die Antwort lautet, wir sollten weiterhin und mit frischem Elan das tun, was wir immer schon tun mussten. Schlechte Rede mit besserer Rede kontern, auf Hass mit Liebe antworten und nicht die Hoffnung aufgeben, dass sich die Wahrheit selbst in einer Zeit der Lügen durchsetzen kann. Wortgewaltig, aber immer friedlich. Fast wäre seine Stimme für immer verstummt. Als vor 14 Monaten ein radikaler Islamist bei einer Lesung auf ihn einsticht, Rushdie überlebt ganz knapp. Bereits 1989 hatte Ayatollah Khomeini mit einer Fatwa zum Mord an Rushdie aufgerufen, wegen der satanischen Verse. Große Literatur, für fanatische Muslime aber eine Provokation. Seit Jahrzehnten muss sich Rushdie vor dem Hass der Herrscher in Acht nehmen. Auf der Buchmessen-Gala wird Rushdie gefragt, wie er denn eigentlich mit dieser ständigen Angst umgehe. Die Antwort typisch Rushdie. Natürlich muss man vor bestimmten Dingen Angst haben. Was man dagegen tun kann? Die Angst in eine kleine Box stecken, diese Box in eine Ecke des Zimmers stellen und dann den Tag genießen.
Selten, dass Journalisten bei einer Pressekonferenz Beifall klatschen. Vielleicht tun sie es bei Salman Rushdie, weil der mit seinem Kampf für die Freiheit des Wortes auch die ihre quasi mitverteidigt. Und er beweist, dass eine der schärfsten Waffen des Schriftstellers der Humor ist. Auf die Frage, ob er Angst habe, durch Frankfurts Straßen zu gehen und ob er Zeit habe, mit Schriftstellerkollegen einen Kaffee zu trinken, antwortet Rushdie: Ich habe eine sehr gute Zeit, ich verbringe sie ausschließlich mit Journalisten. Daniel Kehlmann als Laudator lobt die feinen Antennen Rushdies. Der ahne weltbewegende Ereignisse lange voraus und verwandele sie in seinen Romanen in große Kunst. Der vielleicht wichtigste Verteidiger der Freiheit von Kunst und Rede in unserer Zeit, vor allem aber ein weiser, neugieriger, heiterer und gütiger Mensch und somit der würdigste Träger, den es für diese Auszeichnung, die ja als Friedenspreis ausdrücklich nicht nur künstlerische, sondern auch humanistische Größe würdigt, überhaupt hätte geben können. Ein großer Autor, eine unbeugsame Stimme. Nach den Jahrzehnten des Hasses und der Morddrohungen gegen ihn ist es ein kleines Wunder, dass Salman Rushdie den Friedenspreis heute entgegennehmen konnte. Und zum Schluss schauen wir noch auf das, was uns die nächste Woche bringt. Der Heute-Journal-Ausblick von Ralf Panicek. Es werden schwierige und lange Gespräche erwartet, wenn am Donnerstag die Ländertarifverhandlungen beginnen. Die Gewerkschaften fordern für die rund 1,2 Millionen Beschäftigten 10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 € monatlich. Die Länder halten dies angesichts leerer Kassen für nicht finanzierbar. Am Donnerstag wird auch das zweitägige Treffen der EU-Regierungschefs beginnen. Zentrales Thema des Gipfels in Brüssel, der Nahostkonflikt. Ganz oben auf der Tagesordnung aber auch die Probleme mit illegaler Einwanderung. Beim letzten Gipfel konnte keine gemeinsame Linie in der Migrationsfrage gefunden werden. Ein Land zwischen Aufbruch und tiefer Krise, die Türkei. Am Sonntag wird sie 100 Jahre alt. Am 29. Oktober 1923 hatte Präsident Atatürk die Republik ausgerufen als Nachfolger des Osmanischen Reiches. Am Jubiläumstag wird im ganzen Land gefeiert, mit Konzerten, Feuerwerk und ganz viel Pathos. Die Uhr tickt. In der Nacht zum Sonntag beginnt die Winterzeit. Am letzten Sonntag im Oktober wird die Uhr wieder einmal eine Stunde zurückgestellt. In Deutschland wie auch den meisten europäischen Ländern. Dann ist die eine Nacht eine Stunde länger. Und jetzt erst noch mal kurz zum Beginn der neuen Woche. Da wird das Wetter so. Morgen ist es nach Nebelauflösung im Nord- und Südosten länger sonnig. Von Südwesten breiten sich dichte Wolken aus, am Nachmittag mit Regen bei 12 bis 18 Grad. In den nächsten Tagen bleibt der Himmel meist grau. Es wird windig und regnerisch bei 11 bis 18 Grad. Das war's von uns. Hier geht's jetzt weiter mit der schwedischen Krimiserie Detective Number 24. Und um 0:25 Uhr gibt es dann die nächste Heute Express. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche. In der erwarten Sie hier Dunja Hayali und Gundula Gause. Tschüss.